Herzlich willkommen! Was ändert sich eigentlich in Star Citizen an den Höhlen demnächst? Hat sich niemand gefragt, aber CIG beantwortet uns das heute und noch ein paar andere Sachen. Ich bin sehr gespannt, könnte super lame werden, könnte super cool werden. Ich habe es noch nicht gesehen. Dementsprechend bin ich halt auch so mega gespannt auf Inside Star Citizen New Wave Caves. Also, wir schauen uns das an. Es geht nicht nur um Höhlen, es gibt dann noch ein spannenderes Segment, wo es um die neue Spieler-Experience geht. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, falls euch das Video im Laufe des Videos gefällt, diese Reaction. Es ist Reysn Reacts, ne? Und wir gehen direkt mal rein. Our goal for the last half year has been to... Und Untertitel nicht verfügbar. Es tut mir sehr leid. Es ist frisch rausgekommen. Bitte verzeiht mir, vergebt mir, okay? Aber ich will es jetzt sehen. To figure out how to build additional cave archetypes. Not only trying to establish the visual, but also define a new workflow on how we can make better looking, better performing caves. Better Performing ist tatsächlich ein großer Punkt, denn in den Höhlen ist es aktuell tatsächlich nicht so performant, könnte man sagen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass die Framerate dort tendenziell nach unten geht und das macht die Erfahrung dann noch ein bisschen schlechter, als sie ohnehin schon ist. The new workflow we've figured out for the caves is much more artist-friendly and to a point even where designers can make entire cave rooms without necessarily needing an artist to do any work. Cool. The designer could go in and build like a white box room and send this to the Houdini process, which would then return an almost finished cave room. Sieht das gut aus. For the first release, there will be new sand caves on Staymire, which is like the prime candidate, being a very desert planet. But they will also be going on Magda, Ita. Ja, die blenden sich jetzt auf jeden Fall schön rein, muss man sagen. Man sieht den Eingang noch, man sieht auch so ein bisschen die Transition, aber super Übergänge, vor allen Dingen im Vergleich zu dem, was wir aktuell haben. Voila. And Höhlen sehr cool, itself. Sehr cool. Guckt mal, allein auf wie vielen unterschiedlichen Planeten die jetzt sind, weil aktuell sind sie ja noch gar nicht auf allen Monden und so, oder? Die gibt's nicht auf allen. Könnt ihr, bitte korrigiert mich, aber ich erinnere mich jetzt zum Beispiel nicht an Very desert planet, but they will also be going on Magda. Hier, an eine Magda Cave erinnere ich mich beispielsweise gar nicht. Itself. Feeling of... Oh, so. One thing we really liked about the old caves was that they always had this feeling of claustrophobia, and we tried to keep that in some regards. Ja, stimmt schon, ja. Ist übrigens kein angenehmes Gefühl. Wollte ich nur CIG noch mal kurz sagen. So Klaustrophobie ist nicht so angenehm. Weil sie denken, das ist ein gutes Gefühl und das will man haben. Nein, ergibt natürlich Sinn, dass die Höhlen auch solche Emotionen auslösen. Aber ich fand sie meistens eher nervig und dann kam noch Klaustrophobie obendrauf. Another thing that was always a concern at the old ones was that it was very bumpy to walk through them. Oh ja, das stimmt. Wenn sie das fixen, gebt mir alle Klaustrophobie, die ihr habt, Alter. Wenn ich immerhin gut laufen kann, dann reicht mir das. So one thing we definitely improved on is walking through them and traversing the space is much smoother and feels nicer in general. Gut, ja. Sieht auf jeden Fall super aus, ne? Also we added a lot more natural light sources, so you will have much more cinematic experiences going through them. Das ist auch schön, ja. Müssen natürlich dann Löcher im Boden sein oder sind das dann Fake-Lichter? Ich wäre okay mit Fake-Lichter dann. Also, da muss kein Loch sein. First release there will be no missions, but hopefully very soon will be remedied shortly. And also for the first release, the caves will be walkable on foot only, like no vehicle entrance. Oh, schon wieder. Ja, CIG, seit Jahren teasern sie uns jetzt an mit irgendwelchen Höhleneingängen, die schon bereit sind für Fahrzeuge oder so. Und dann bringen sie immer nur neue Höhlen raus, wo keine Fahrzeuge reinpassen. Also, es gibt natürlich welche jetzt endlich, die Sinkholes und so weiter, wo man mit Schiffen drin landen kann, aber so wirklich in eine Höhle mit einem Rover oder sowas reinfahren, das wäre natürlich cool. Und das wären ja dann auch mal größere Höhlen, das wären pompösere Höhlen, da kriegt man dann auch keine Klaustrophobie, man kann mit einem Fahrzeug rein, das wäre richtig cool. Das wäre richtig cool. No ship entrances, but the workflow is flexible enough to accommodate those once we get to those. Like this first release is mostly about showing the community the visual we've developed for this archetype.
Ja, ist ja auch okay, dass sie erstmal damit rauskommen. Additional archetypes that are like we are scheduled to work on in the next 1 year. It's gonna be the rock archetype, which will replace the existing caves. Then we also have the acidic archetype, which will fit into Ariel and less parts of Stanton, where like those bubbling acid pools, or salt or sulfur pools. Okay. Then there's also the ice archetype, which will be great for Microtech and its moons, for example. And the last one that's actually scheduled is the overgrown one, which will also work well on Microtech in the forests and auf den freue ich mich besonders. Also, Eis, Säure und bewuchert und Stein. Das ist der Plan fürs nächste Jahr. Stein ersetzt die Höhlen, die wir jetzt schon haben. Und dann haben wir halt die Sand und so weiter. Dann, also nehme ich an, ist das Sand Caves halt. Und das wollen jetzt, die wollen jetzt quasi ein Jahr damit verbringen, noch diese anderen Archetypes rauszubringen. Ja, ich hoffe, dass, also sie meinen ja, der Workflow, der ist auch okay für, also der eignet sich auch für Fahrzeughöhlen. Ich hoffe, das schließt das direkt mit ein. We as a team are quite proud of the experience we managed to achieve with the new cave archetype that's coming out. It was really fun for us to do and like make this excursion and try to figure out all the problems that come with that. Einen Moment. Ich musste nur kurz gegen die Decke hauen mit einem Besen, damit meine Nachbarin aufhört rumzuspringen. Oder Nachbar, ich habe keine Ahnung. We're looking forward to building all the other archetypes as well. The established workflow now will just go much faster and hopefully result in some really cool looking new places the player can experience. Alpha 318 is slated to bring Schickes Hemd. with it a number of new aspects to the persistent universe. From the new rivers, the arena racetrack, the Korea revamp, the prison additions, and new sand caves that we've already discussed this quarter, to the cargo refactor, hull scraping, and persistent entity streaming, and more that we'll be covering over our next 5 weeks. But dann werden das ja spannende nächste Wochen, wenn wir Cargo Refactor und alles da sehen. Ist natürlich schlau, dass er es jetzt nochmal einwirft, damit wir nicht wütend sind, dass es jetzt nur um Höhlen und die New Player Experience geht. Nichts gegen Höhlen und New Player Experience. Brauchen wir auch. Beides. Ganz dringend. Aber, also, die Höhlen nicht unbedingt dringend, aber die New Player Experience. occasionally, we like to look even farther ahead and explore the earliest prospects of work that's only now just beginning. And this week, we've got Star Citizen Live game director Todd Pappy to share with us plans for our new player experience, the first in-game tutorial since Old Gunny tried to help us pilot our way out of the asteroid hangar oh so long ago. The scale and scope of our game, there's a huge learning curve. Obviously, our community's been fantastic, you know, with the help and support for the new players coming on. Eine richtige I think with Reysn-Landung, auf jeden any Fall. game of any size, there needs to be some sort of new player experience to help break down those barriers. Das kann ich ja leiden. Der macht ja keinen Landeanflug. Der fliegt ja hier nur mit der Rampe ran und hat schon das Landing hier draußen. Landing, geh hoch, wenn du noch nicht landen willst. Das sieht doch kacke aus so. We used to have step-by-step, you know, and more story-based style introduction, you know, for players. And the issue with that is, as soon as any new mechanics came online or anything like that, then we'd have to go in and basically rebuild it and adjust it, and the upkeep on it. Was ihr hier gerade seht, für die Leute, die es nicht wissen, das ganz alte Tutorial, das allererste. Und das war richtig cool. Das war richtig cool. Das hat mich, ich war voll weggeblasen, als ich dachte, sowas gibt's gar nicht. Und auf einmal starte ich da so rein und es gibt so richtig Tutorial mit Sprache, also mit Charakteren, die mit einem reden. Man steigt in ein Schiff ein, man fliegt das erste Mal ein Schiff. War total cool. Auf einmal ich lade das nächste Patch runter, das Tutorial ist weg. Und ich so, hä, was ist denn jetzt los? Da war ich halt noch nicht so drin. Und dann war ich komplett verwirrt einfach, dass einfach so ein riesiger Teil des Spiels einfach weg war. Weil, das hört sich jetzt klein an, aber damals war das ja ein großer Teil des Spiels einfach noch. Also, so im Vergleich, so das Verse war halt super klein, ja. Also keine Planeten, gar nichts und so. It was really time consuming. Aber es ist verständlich, dass sie das nicht weitergemacht haben. I'm Lucas Baramsko, but everyone knows me as Gilly. With our new player experience aspect that we're working towards,
It's really taking the player not only from basically the front end and having choices there so that the player can either opt in or opt out, but it's training them in their hab. It's training them to their first store. Okay. It's training them over to the spaceport, how to get out of the hangar, get into Alles your sehr ship, wichtige Sachen, where ja. do you need to click in the cockpit. Self-destruct activated. Then from there, doing some very light missions to basically kind of get you up to speed with ship combat as well as FPS combat. Right now, the teams are working towards FPS HUD that is being built for S42 so that it's got basically contextual hints that are up all the time and you're in different states. So it's basically player interaction experience that we're working on and we've spec'd out, for S42 as well as for the persistent universe. So we're waiting on them to do the first pass on the HUD and first pass on the system, and then from there that trickles down to us. Okay, warte mal kurz. Jetzt erzählt er gerade wirklich einfach nur, was sie vorhaben. Die zeigen noch gar nichts. Habe ich nichts dagegen, aber es ist halt eher so ein Star Citizen We Live-Ding. need to reskin it and do it. Regarding the subsumption hooks and everything like that, we've already got all that spec'd out. The teams are working towards that right now. Front end experience, we just need to make sure that one of our team from USPU works on that and builds that out. Then there's all the signage and everything like that in our landing zones. Our branding team is going through and looking at that experience and Ja, doing the das ist test sehr on gut. Area 8. Es ist so wichtig, dass alles gut und einfach und richtig ausgeschildert ist. Ist schon vielerorts, aber es ist nicht immer ganz ersichtlich und nicht ganz prominent. At first, and then we'll be taking that to Lorville, New Babbage, and Reysn. Gut, ja. It's a work in progress right now, but we're really working towards getting this out to the players. And this is just like a smaller bite size new player experience, and we'll be working on a much larger experience when we get closer to switching this over to beta. Ja, natürlich, Squadron 42 wird vermutlich am Anfang 1, 2 Missionen haben, wo es sehr tutorial-lastig wird oder so. Das wird ja vielleicht schon ausreichen. Ich finde das super, dass sie das mit kontextabhängigen Hints quasi machen, also Hinweisen, die eingeblendet werden und so weiter und so. Die Idee ist alles cool und so weiter, aber ich habe gehofft, wir sehen jetzt auch schon, wie es quasi dann in-game aussieht, aber So what are we? sie arbeiten halt erst nächstes Jahr so richtig dran. Oder so zumindest kommt die erst nächstes Jahr. Also sehen wir jetzt auch noch nicht so wirklich viel davon. Okay. Learned this week? Well, we learned that the EU Sandbox 2 team continues to build out the world beneath Star Citizen's worlds with new cave types including Ja, das sand, haben wir gelernt, das acid, stimmt. and soon Ja. ice. And that all those players out there currently helping new citizens get their start in the verse have help on the way as the new player experience continues to develop into the next year. Wir brauchen letztendlich nur die neue Star Map. Komm, deswegen haben wir doch das andere Video gemacht mit den 10 Dingen, die Star Citizen noch unbedingt fixen muss. Oder beziehungsweise eine Reaction auf ein Video gemacht, wo das uns erklärt wurde. Und wir haben so überlegt, was davon stimmt, was nicht. Schaut euch das gerne auch an. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, gerne Like und Abo. Gerne auch eine Spende für die Opfer der Ukraine-Krise bei Aktion Deutschland hilft dalassen. Link unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für euer Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.